In 2 Wochen nähen, Alter. 2 Wochen nähen, das ist die Welt. Da passiert so viel einfach, da passieren so viele Fehler und so viele neue Ideen entstehen. Ja, ich bin der Soso Gambari Emam. Eigentlich Suruç ist der persische Name, aber meine Freunde und alle Leute, die mich kennen, nennen mich eigentlich Soso. Das geilste Gefühl ist wirklich so, ein Kartenlesegerät für den eigenen Laden zu bedienen und Geld darauf transferieren zu lassen. Der direkte Handel und der direkte Kontakt zu den Menschen. Das ist jetzt gerade der Anfang. Der Laden ist ja erst letzten Monat wurde er aufgemacht. Es ist nicht mal, es ist glaube ich jetzt. Krass, heute ein Monat, Alter. Aber letzten Monat am 26. war das Opening. Heute ist 26, Wahnsinn. Ja, was gibt es Geileres, als eine eigene Tüte zu haben? Ist natürlich nur einseitig gedruckt, weil man sparen muss. Wenn er hier reinkommt, deine Sachen zu schätzen weiß und auch all deine Expertise und all dein Know-how, so die Details, die du quasi auf die Teile übertragen hast, wertschätzt und ja, denen einfach die Tüte in die Hand zu geben und sagen, geil, viel Spaß damit und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja. Es ist so, ich bin woanders und arbeite nicht und ich habe so eine innere Unruhe und komme hier hin und mache mein Ding einfach und so und merke einfach so, das erfüllt mich. Ich habe es eigentlich immer gefühlt, dass es nichts anderes gibt für mich. Ja. Also Zeichnen, das ist, also da stehe ich auch zu, das ist auch jetzt kein Geheimnis, weil inzwischen wissen das die Leute, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Das ist total peinlich. Ich kann es mir natürlich beibringen, technische Skizzen zu machen und sowas. In der Familie bei uns sind Götter, was das Malen und Zeichnen angeht. Mein Bruder ist der krasseste Zeichner überhaupt, der hat es einfach im Blut. Und ich habe es halt nicht im Blut, aber du glaubst halt nicht, ich habe noch nie in meinem Leben da hinten an der Wand ist eine technische Zeichnung, aber das ist eine eigene Geschichte. Ansonsten habe ich nie meine Sachen, alles was ich dir zeigen würde, ich habe nie was gezeichnet wirklich. Also ich sehe das Material und weiß, okay, daraus wird eine Jacke und der Prozess und die Fehler sind das Ergebnis sozusagen. Zum Beispiel, keine Ahnung, sehe ich das hier? Das ist jetzt irgendwie, das wird eine Damenjacke und mehr nicht. Also das ist ein Teil mit einem Kragen und langen Ärmeln und gecroppt. Aber ansonsten habe ich nichts, das kommt dann. Und durch Fehler passieren die geilsten Sachen. Also auch beim Entwerfen habe ich echt schon viel durch Fehler gelernt, Autodidaktik. Ja. Was es mir gibt? Leid. Und Leid ist für mich so, also, ja, jetzt will ich gar nicht irgendwie so rhetorisch klingen oder so, ne? Aber so Leidenschaft, allein schon das Wort Leidenschaft, ich finde, da gehört sehr viel Leid dazu. Ich finde, man muss durch die Hölle gehen, um seine Leidenschaft eines Tages ausüben zu können und damit auch irgendwie zu überleben, also davon zu leben auch vor allem. Und man muss Abstriche machen und dass es mir eine Genugtuung gibt und mich irgendwie befriedigt, das ist gar keine Frage, das ist selbstverständlich. Aber ich mag den Prozess erst einmal zu lernen, also Fehler zu machen, das ist für mich ganz wichtig. Und dann von den Fehlern zu lernen und dann das Wissen neu anzuwenden, um es richtig zu machen. Also Verbesserung und Leiden auf jeden Fall, ja, das ist schon key. Das war so, dass ich hatte irgendwie so 2, 3 Monate richtig gut Aufträge und so. Und auf einmal dann zur Winterzeit war es so, ich hatte dann irgendwie so keine Aufträge gehabt. Und dann habe ich so, ey, ich muss jetzt Fixkosten decken. Da dachte ich mir, okay, so Geld muss reinkommen. Und in der Küche war es so, dass ich dann immer gecheckt habe, okay, das Geld, ne? Dann habe ich einfach angefragt und habe den Job dann bekommen und mache das jetzt und lerne auch voll viel dazu. Und es macht mir auch Spaß. Es gibt keinen Morgen, wo ich aufstehe und denke, boah, ich habe gar keinen Bock darauf oder so. Oder meine Freundin fragt mich so, ey, bist du jetzt irgendwie nicht müde davon und so. Meinst du, ey, guck mal, es geht mir gar nicht darum, mich wieder zu verwirklichen. Ich habe jetzt ich habe dieses Ziel, da will ich hin und ich muss über diese Hürde und diese Hürde ist die Küche jetzt gerade. Ich habe immer nur gearbeitet, aber halt zu Hause oder halt woanders.
Ich habe nicht viel Party gemacht, ne? Weil ich halt immer auf Partys gearbeitet habe, aber auch so wäre ich auch nicht, während meiner Sportlerphase war für mich Party, Alkohol, alles war so größte Gift, Teufel, so ich habe mich von allem ferngehalten und dann habe ich Basketball fallen lassen und habe halt, ne, mich auch über andere Sachen eingelassen, aber immer so, dass wenn gutes Wetter war, alle rausgegangen sind und immer, ja, lass was unternehmen und hier und weißt du, wie es ist halt, ne, im Sommer. Und ich habe immer gesagt so, ne, ich bleib zu Hause, mach Schnitte, so, weil du musst Schnitte lernen, um später überhaupt zu nähen halt, ne? Und also die Jungs haben sich auch immer teilweise auch sehr gute Freunde gemacht, so, ja, Schnitte machen und so, haben sich darüber lustig gemacht so. Aber da muss ich auf jeden Fall ganz viel einbüßen und immer diese Sommertage, wo es warm war und schlechte Luft dann im Atelier, so, das vergesse ich niemals so. Ich habe viel Freizeit auf jeden Fall geopfert, viel alleine, also wirklich super viele Nächte im Atelier gewesen, wo ich teilweise wirklich selber gar keinen Bock hatte. Aber genau, Freizeit glaube ich. Freizeit auf jeden Fall. Freizeit und Schlaf. Man muss machen. Es ist einfach so viel machen, bis es nicht mehr geht. So. Auch wenn Leute sagen, ja, man muss smart arbeiten, ja, das versuchen wir alle so. Aber am Ende, wenn es um Design geht, denke ich einfach, je mehr du machst, desto mehr beherrschst du dein Handwerk. Und ich sage dir ganz ehrlich, guck mal, ich mache das jetzt schon. Ich bin jetzt 34, aber ich bin eigentlich 36, glaube ich, oder? 88er Jahrgang. Auf jeden Fall, nach einem halben Leben, also nach über 17 Jahren, 18 Jahren, lerne ich heute noch so. Weil du kannst einfach, das ist eine fucking Floskel, aber man kann nie auslernen. Und ich merke wirklich zum Beispiel die Art und Weise, wie ich einen Stoff halte, beim Nähen einfach, durch die Maschine zu jagen, so, merke ich, krass, ich habe das jetzt 8 Jahre lang so gemacht. Und erst im 9. Jahr habe ich gecheckt, durch nur einen fucking Handgriff, dass sich das verändert und einfacher wird und dann Fehler weniger, also Nähfehler entstehen halt, ne? Ja.